Ich glaube, er hatte sehr subtile Botschaften, die er nicht den Menschen seiner Zeit, sondern den Menschen unserer Zeit mitteilen wollte. Und wir müssen danach suchen. Spricht er über die Zukunft? In einem stillen Saal in Mailand fängt eine Wand einen Moment ein, der die Welt seit Jahrhunderten verfolgt. Leonardo da Vincis Abendmahl. 12 Männer, ein Tisch und eine Geschichte, die in der Zeit erstarrt ist. Schaut man genau genug hin, scheint jeder Blick, jede Geste etwas Tieferes zu flüstern. Seit Hunderten von Jahren stellen die Menschen dieselbe Frage: Was wollte Leonardo wirklich sagen? Die Rettung des Abendmahls. Als Leonardo da Vinci sein Abendmahl vollendete, dachte er wahrscheinlich, es würde ewig halten. Doch die Art, wie er malte, besiegelte sein Schicksal. Weil er auf trockenem Putz arbeitete, drangen die Pigmente nie in die Wand ein. Sie lagen nur wie eine dünne Schicht obendrauf. Wunderschön, zerbrechlich und zum Abblättern verdammt. In einem Saal, der täglich von Kochdampf, Kerzenrauch aus Gebieten und ständigen Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen erfüllt war, begann diese fragile Haut fast sofort abzuheben. Die ersten Warnungen kamen erschreckend früh. Bereits 1517, kaum 20 Jahre nachdem Leonardo den letzten Pinselstrich gesetzt hatte, besuchte ein Geistlicher namens Antonio de Beatis das Refektorium und schrieb, dass das Meisterwerk bereits zu zerfallen beginne. Bis 1568 berichtete der Renaissance-Schriftsteller Giorgio Vasari, er könne es kaum noch erkennen. Nur ein schwacher Schimmer, ein Gespenst aus Farbe, sei dort geblieben, wo einst Christus und die Apostel waren. Das waren keine Gerüchte, es waren Augenzeugenberichte. Die ersten Einträge in einer langen Chronik der Enttäuschung, die zeigte, dass die Wand bereits innerhalb einer Generation versagte, weil die Farbe nie wirklich mit ihr verbunden war. Jahrhundertelang versuchten die Menschen, das Problem auf die einzige Weise zu beheben, die sie kannten, indem sie darüber malten. Frühere Restaurierungen bedeuteten, neue Farbschichten aufzutragen, wo die alte abblätterte, Risse zu füllen, Gesichter neu zu zeichnen und die Szene wieder ganz wirken zu lassen. Jede Runde verwendete andere Materialien, mal Öl, mal Leim, mal Wachs, und jede alterte auf ihre eigene seltsame Weise. Bis ins 18. Jahrhundert waren so viele Schichten hinzugekommen, dass das ursprüngliche Bild unter einem Flickenteppich guter Absichten begraben lag. Die Aufzeichnungen des Museums listen mindestens 9 separate Restaurierungsversuche vor der Moderne auf. Jede hielt das Abendmahl sichtbar, doch jede schob Leonardos Hand ein Stück weiter in den Hintergrund. Dann kam physischer Schaden, den keine Farbe verbergen konnte. 1652 entschieden Arbeiter, eine Tür in die untere Mitte der Wand zu schlagen, um den Zugang zwischen den Räumen zu erleichtern. Ihre Meißel schnitten direkt durch den unteren Teil des Gemäldes, genau dort, wo einst Christi Füße waren. Die gebogene Umrisslinie dieser Tür verunstaltet das Bild bis heute. Ein buchstäbliches Loch in der Geschichte. Das Gebäude selbst litt im Laufe der Jahrhunderte. 1796 nutzten französische Truppen, die Mailand besetzt hielten, das Refektorium als Stall. Pferde, Heu und feuchte Luft füllten den Saal. Eine Katastrophe für eine ohnehin fragile Wand. Um 1800 durchnässte eine Überschwemmung den unteren Putz 2 Wochen lang. Jede Krise hinterließ neue Narben. Und dann kam das 20. Jahrhundert. Im August 1943, während des Zweiten Weltkriegs, trafen alliierte Bomben Mailand. Santa Maria delle Grazie wurde direkt getroffen. Das Dach stürzte ein, die Kirche brannte, das Refektorium stand offen zum Himmel. Doch irgendwie überstand die Wand mit dem Abendmahl die Zerstörung. Einheimische hatten sie mit schweren Balken abgestürzt und Sandsäcke um den Sockel gestapelt, in der Hoffnung, sie zu schützen, falls die Decke einstürzte. Als die Bomben fielen, wurde fast alles andere zu Schutt. Aber diese Wand hielt stand. Nach dem Krieg standen die Restauratoren vor einer grausamen Wahrheit. Was an der Wand übrig war, war ein Flickwerk aus Jahrhunderten. Manche Stellen trugen noch Leonardos zarte Pinselstriche, andere waren dick mit späteren Übermalungen bedeckt und große Flächen bestanden aus blankem Putz. In den 1950er Jahren entfernte der Restaurator Mauro Pelliccioli vorsichtig etwas von der schweren Übermalung und enthüllte lange verborgene Details. Doch selbst er wusste, dass es nicht reichte. Das Wandgemälde zerfiel weiter.
Ende der 1970er Jahre fielen Pigmentflocken buchstäblich zu Boden. Es musste etwas Radikales geschehen, sonst würde das berühmteste Abendmahl der Welt ganz verschwinden. 1977 ordneten die Behörden eine umfassende technische Untersuchung an. Wissenschaftler und Restauratoren untersuchten die Wand von innen nach außen. Sie bohrten winzige Kerne, um die Festigkeit des Putzes zu testen, scannten die Oberfläche mit Infrarotkameras auf Leonardos ursprüngliche Vorzeichnung, nutzten Ultraviolettlicht, um alte Firnisse zu verfolgen, und machten Röntgenaufnahmen, um dichte Fremdschichten von fragilen zu trennen. Das Ziel: jede Schicht der Geschichte verstehen, bevor auch nur 1 Zentimeter berührt wurde. Zur Leitung der Rettung beriefen sie Pinin Brambilla Barcillon, eine italienische Restauratorin, bekannt für ihre ruhige Präzision. Ab 1978 stieg sie mit ihrem Team auf Gerüste und begann einen Prozess, der mehr als 20 Jahre dauern sollte. Ihre Mission war nicht, Leonardo neu zu malen, es war, ihn wiederzufinden, unter Jahrhunderten von Störungen. Zentimeter für Zentimeter weichten und hoben sie die späteren Materialien, Öle, Leime, Schellack und Übermalungen, mit den sanftesten Werkzeugen, die man sich vorstellen kann. An manchen Stellen legten sie kleine Quadrate japanischen Papiers auf die Oberfläche, um unerwünschte Schichten Molekül für Molekül aufzusaugen. Wo sie originale Pigmente erreichten, hörten sie auf. Wo die Wand zu beschädigt war, um etwas sicher freizulegen, stabilisierten sie und füllten Lücken mit sanften, wasserbasierten Tönen. Ehrlichkeit war das Gebot. Enthüllen, aber nie erfinden. Unter dem Mikroskop bestätigte das Team, was die alten Berichte immer gesagt hatten. Die Farbschicht schwebte locker über dem Putz, getrennt durch einen schwachen Binder. Ende der 1990er Jahre, nach mehr als 2 Jahrzehnten sorgfältiger Reinigung, trat das Team zurück und betrachtete eine Oberfläche, die heller, weicher und näher an Leonardos ursprünglicher Vision war, als alles, was man seit Jahrhunderten gesehen hatte. Am 28. Mai 1999 wurde das Gerüst abgebaut. Als die Öffentlichkeit den ersten Blick erhaschte, spalteten sich die Reaktionen. Manche lobten die neue Klarheit, die kühlere Farbpalette, die wiedergewonnene Tiefe. Andere vermissten die dunkleren, gealterten Töne, die sie ihr Leben lang gekannt hatten. Töne, die eigentlich von alter Übermalung stammten. So oder so, das Gemälde war wiedergeboren und mit ihm der Raum, der es beherbergte. In denselben Jahren bauten Ingenieure das Refektorium zu einer schützenden Hülle um. Der neue Raum funktioniert fast wie eine Intensivstation für das Wandgemälde. Die Luft wird gefiltert, Temperatur und Feuchtigkeit von Sensoren überwacht, Besucher betreten durch versiegelte Schleusen, die Druck ausgleichen und Außenstaub abfangen. Die Aufenthaltsdauer jeder Gruppe ist bewusst kurz, die Personenzahl pro Termin begrenzt. Der Grund ist einfache Physik. Jeder warme, atmende Körper fügt Feuchtigkeit hinzu, und diese Feuchtigkeit dringt in den Putz ein. Zu viel davon und die empfindliche Oberfläche dehnt sich aus und zieht sich zusammen. Zu viele Menschen zu oft und die Wand beginnt auf die falsche Weise zu atmen. Deshalb nur mit Reservierung, kurze Besuche und ständige Luftzirkulation. Nach der Restaurierung versuchten Forscher eine quälende Frage zu beantworten. Wie viel von Leonardos eigener Hand überlebt noch? Schätzungen variieren, aber häufig wird angegeben, dass etwa 20% der ursprünglichen Farbe erhalten sind, rund 80% verloren oder durch spätere Eingriffe ersetzt. Einige Quellen sprechen von bis zu 50%, doch die gängigste Einschätzung nach der Restaurierung liegt bei etwa 20% authentischer Originalfarbe. Diese Zahlen erklären, warum manche Gesichter mit unverkennbarer Zartheit schimmern, während andere fern oder gedämpft wirken. Sie erinnern uns auch daran, dass jede Behauptung über verborgene Geheimnisse oder Rätsel in der Farbe damit beginnen muss, zu wissen, welche Bereiche echt sind und welche nicht. Um die verlorenen Partien zu verstehen, wandten sich die Restauratoren Kopien zu, die entstanden, als Leonardos Werk noch jung war. Die wichtigste ist eine maßstabsgetreue Version aus den frühen 1500er Jahren, die meist Giampietrino zugeschrieben wird, manchmal auch in Zusammenarbeit mit Giovanni Antonio Boltraffio. Sie befindet sich heute in der Royal Academy of Arts in London, misst fast 3 Meter hoch und über 8 Meter breit und bewahrt Details, die die Mailänder Wand längst verloren hat, darunter den fehlenden unteren Streifen mit Christi Füßen.
In den 1980er und 1990er Jahren diente diese Kopie den Restauratoren als visuelle Orientierung, um zu studieren, wie Formen einst flossen, bevor Jahrhunderte von Schäden und Flickwerk sie unterbrachen. Moderne Museen haben sie seither in hoher Auflösung digitalisiert, sodass Betrachter in Details zoomen können, die im fragilen Original in Mailand unsichtbar sind. So können wir heute originale Pinselstriche von jahrhundertealten Korrekturen trennen. Doch um irgendwelche Theorien zu prüfen, müssen wir zuerst die Beteiligten benennen, verstehen, was jeder Blick und jede Geste aussagen sollte und die lautesten Mythen abstreifen. Doch um irgendwelche Theorien zu prüfen, müssen wir zuerst die Beteiligten benennen, verstehen, was jeder Blick und jede Geste aussagen sollte und die lautesten Mythen abstreifen. Die Geburt eines Meisterwerks. Im Herzen Mailands liegt ein stiller Ziegelbau, der einst als Speisesaal für dominikanische Mönche diente. Er gehört zum Kloster Santa Maria delle Grazie, einer Kirche, die für Gebet, Besinnung und Einfachheit errichtet wurde. Doch sobald man eintritt, raubt einem eine Wand sofort den Atem. Sie ist riesig, 4,60 Meter hoch und fast 8,80 Meter breit. Jeder Zentimeter ist von einem einzigen, in der Zeit erstarrten Moment bedeckt. Das ist Leonardo da Vincis Abendmahl. Zwischen 1495 und 1498, als Mailand unter der Herrschaft von Herzog Ludovico Sforza stand, erhielt Leonardo den Auftrag, diesen gewöhnlichen Refektorium in etwas Außergewöhnliches zu verwandeln. Der Herzog wollte, dass der Raum nicht nur seinen Glauben, sondern auch seinen Einfluss widerspiegelt. Gäste, Priester und Adelige sollten beim Eintreten sofort Ehrfurcht empfinden. So wurde Leonardo die Wand am hinteren Ende des Mönchsspeisesaals übergeben. Was er malte, sollte die Art und Weise, wie die Welt über Kunst denkt, für immer verändern. Die meisten Künstler hätten die Wand wie eine einfache Leinwand behandelt. Leonardo tat das nicht. Er machte sie zu einer Verlängerung des Raums. Der gemalte Raum passt so perfekt zum Realen, dass die Grenzen verschwimmen. Die Fenster im Gemälde spiegeln die echten Fenster des Saals wider. Das Licht, das über das Bild strömt, entspricht dem Tageslicht, das wirklich von der linken Seite hereinfällt, genauso wie es während der Mahlzeiten der Mönche war. Selbst die gemalte Decke folgt demselben Muster wie die echte darüber. Es ist, als würde der Refektorium selbst in das Bild überfließen und beide Welten vereinen. Stellt man sich in die Mitte, spürt man, wie Leonardo den Blick lenkt, wohin er will. Jede Linie der Decke, jede Fuge in der Wand und sogar der Rand des Tisches führt zu einem einzigen Punkt. Genau an der rechten Schläfe Christi, etwa 4 Meter über dem Boden. Er hat diesen Fluchtpunkt so präzise gesetzt, dass das Gehirn ihm unwillkürlich folgt. Egal welches Gesicht man zuerst betrachtet, der Blick kehrt immer zu Christus zurück. Der Raum war nicht nur ein heiliger Ort, er war auch politisch. Herzog Ludovico Sforza gestaltete die Kirche um sie zur spirituellen Basis seiner Familie und zu seinem persönlichen Vermächtnis zu machen. Er beauftragte Donato Bramante, einen der großen Architekten der Zeit, mit der Umgestaltung Teilen der Kirche. Leonardos Wandgemälde sollte alles krönen. Wenn Gäste eintraten, sahen sie Glauben und Macht eng verwoben. Leonardo inszenierte das Abendmahl wie eine Theaterszene. Der lange Tisch verläuft parallel zu den realen Esstischen. So schien es vor Jahrhunderten, als ob die mahlenden Mönche am selben Festmahl wie die Apostel teilnahmen. In der Mitte sitzt Christus, ruhig und gefasst, umgeben von einem Sturm der Reaktionen. Die Apostel sind in 4 Gruppen zu je 3 angeordnet, jede reagiert anders auf die schockierenden Worte, die sie gerade gehört haben. Man muss die Geschichte nicht kennen, um zu spüren, was passiert. Manche lehnen sich ungläubig vor, andere weichen schockiert zurück oder flüstern ihren Nachbarn zu. Ihre Gesichter und Hände tragen das Gespräch. Die 3 Fenster im Hintergrund rahmen Christi Haupt und bilden einen sanften Heiligenschein. Leonardo malte diese Szene anders als alle vor ihm. Normalerweise wurden Wandgemälde in Freskotechnik ausgeführt. Pigmente werden auf nassen Putz aufgetragen, bevor er trocknet. Doch Fresko trocknet schnell und erlaubt kaum Korrekturen. Leonardo brauchte Zeit. Er wollte weiches Licht, subtile Übergänge und lebendige Ausdrücke. Deshalb versiegelte er die Wand und malte auf trockenem Putz, indem er Öl und Tempera mischte, um die Tiefe und Weichheit eines Ölgemäldes zu erreichen. Deshalb leuchten die Gesichter, wirkt die Haut so echt und die Atmosphäre so schwer vor Stille.
Er arbeitete langsam, experimentierte ständig. Er zeichnete Hände neu, verschob Köpfe und veränderte Gesten, bis die Szene stimmte. Das Malen auf trockenem Putz gab ihm Freiheit, machte das Werk aber auch zerbrechlich. Es war nicht für Jahrhunderte gebaut, doch dieses Problem kam später. Zunächst jagte Leonardo der Perfektion nach. Wenn man sich umdreht, zeigt die gegenüberliegende Wand ein anderes Gemälde, die Kreuzigung von Giovanni Donato Montofano. Eine Wand zeigt den Beginn der Passion, die andere ihr Ende. Zusammen bilden sie einen vollständigen Kreis, das Mal, das die Geschichte in Gang setzt, und der Moment, in dem sie endet. Es ist kein Zufall, dass der Refektorium so gestaltet wurde, dass die Mönche bei ihren Mahlzeiten über beide Szenen nachdachten, um sich beim Brotbrechen an das Opfer zu erinnern. Leonardos Wandgemälde bricht jedoch mit den strengen Linien Montofanos. Wo Montofanos Werk klar und formelle ist Leonardos menschlich, leise und voller Emotionen lebendig. Schaut man genau auf den Tisch. Er ist breit und schlicht, nicht überladen mit Geschirr oder Ornamenten. Diese einfache Fläche wird zur Bühne für Bewegung. Hände strecken sich, zeigen oder ballen sich darüber. Die Bank dahinter ist niedrig, sodass die Figuren näher am Tisch sitzen und die Horizontlinie genau unter Christi Kopf verläuft. Leonardo verzichtete auf den üblichen Prunk aus Marmor und Säulen der Renaissancekunst. Er brauchte sie nicht. Das wahre Drama kam aus Gesichtern und Gesten, nicht aus goldenen Verzierungen oder Marmorböden. Leonardos kühnes Experiment schuf nicht nur eine der größten je gemalten Szenen. Es löste einen jahrhundertelangen Kampf aus, sie am Leben zu erhalten, und mit ihr jahrhundertelange Gerüchte über eine verborgene Botschaft, die in der Farbe begraben liegt. Was die KI unter der Farbe fand. Stellen Sie sich die Wand als Stapel dünner Schichten vor. Zuerst die Planungslinien, die Leonardo auf den vorbereiteten Putz zeichnete, dann die Farbe, die er darauf auftrug, und schließlich Jahrhunderte von Retuschen und Übermalungen. Um zu verstehen, was er wirklich meinte und nicht, was spätere Hände hinzufügten, mussten Forscher diese Schichten trennen, ohne die Wand zu berühren. Genau hier kamen moderne Scanning-Techniken und KI-unterstützte Bildverarbeitung ins Spiel. Sie nahmen hochaufgelöste Fotos, Infrarotreflektografien, Ultraviolettaufnahmen und sogar Röntgenbilder auf und legten sie präzise übereinander auf einer digitalen Ebene. Es war, als blickte man durch eine Zeitraffer-Animation der Wand selbst, von Leonardos erster Skizze bis zur jüngsten Konservierung. Der Prozess begann damit, dem System alles zuzuführen, was von der Wand erfasst werden konnte. Hochaufgelöste Farbfotos zeigten die Oberfläche, die jeder kennt. Dann folgte die Infrarotreflektographie, eine spezielle Kamera, die unter die Farbe blickte und Leonardos direkte Vorzeichnung auf dem Putz enthüllte, die sogenannte Underdrawing. Ultraviolettlicht fügte eine weitere Ebene hinzu und ließ alte Firnisse sowie Übermalungen wie Fingerabdrücke leuchten. Röntgenaufnahmen und Pigmentkarten ergänzten das Bild, indem sie die chemischen Elemente in den Farben erfassten und so zeigten, welche Bereiche dicht, fragil oder modern waren. Da manche Details auf der Originalwand zu verblasst waren, um sie klar zu lesen, flossen auch scharfe digitale Scans früher großformatiger Kopien ein. Die riesige Londoner Version von Leonardos Schüler Giampietrino und die in der Abtei Tongerlo in Belgien. Diese Kopien bewahrten Teile, die die echte Wand längst verloren hatte. Sobald alle Bilder gestapelt waren, begann die eigentliche Arbeit des Computers. Er erfand nichts und spekulierte nicht. Er richtete alles pixelgenau aus. Er verfolgte die exakten Kanten jedes wichtigen Details. Kieferlinien, Handgelenke, Tischkanten, sogar die geschnitzten Balken der Decke. Er maß Richtungen, wohin jeder Kopf gedreht war, wohin jeder Blick zeigte, wie jede Hand vorstieß oder zurückzog. Diese Bewegungen wurden als feine Pfeile über die digitale Version des Gemäldes gelegt. Eine Karte aus Bewegung und Aufmerksamkeit. Das Programm verglich diese Pfade dann mit denen in den frühen Kopien aus Leonardos Werkstatt. Erschien eine Linie oder Geste sowohl in der Underdrawing als auch in diesen Studiokopien, galt sie als wahrscheinlich von Leonardo selbst. Tauchte etwas nur in späteren Retuschen oder Firnissen auf, wurde es als spätere Zutat markiert. Dieser Kreuzvergleich war entscheidend, denn er verhinderte, dass Schäden fälschlich als bewusste Gestaltung interpretiert wurden. Nun der Moment, der Historiker und Betrachter den Atem anhalten lässt.
Wenn alle Scans und Referenzen ausgerichtet sind, tritt ein auffälliges Muster zutage. Eine klare visuelle Linie, fast wie ein unsichtbarer Strom, verläuft diagonal über den Tisch. Sie beginnt beim gesenkten, sanften Gesicht des jungen Jüngers neben Christus, führt direkt durch Christi Kopf und setzt sich fort bis hinunter zum Tisch, wo sie bei der angespannten Hand nahe Judas und dem Geschirr endet. In einfachen Worten gelesen wird diese Bahn zu einem visuellen Satz, von Unschuld über Ruhe zu Verrat. Die Überlagerungen der Systeme bestätigen, die frühen Skizzenlinien bilden genau diese Verbindung. Die Fotos zeigen, wie die Architektur den Blick des Betrachters durch sie lenkt. Und die Pigmentkarten beweisen, dass die Hand nahe dem Geschirr zur originalen Schicht gehört, keine spätere Übermalung. Sogar die frühen Kopien aus London und Tongalo bewahren dieselbe Geometrie. Das bedeutet, dieser Faden wurde nicht von modernen Betrachtern erfunden. Er war immer da, versteckt in aller Offenheit. Genau das ist die Kraft dieser Technologie. Sie enthüllt keine geheimen Codes oder Zahlen, sondern Struktur. Sie zeigt, wie Leonardo Geometrie nutzte, um Emotion zu erzählen. Eine diagonale Linie, die Unschuld, göttliche Ruhe und Verrat verbindet. Doch es gibt eine wichtige Grenze. KI und Bildgebungsverfahren können Muster und Schichten hervorheben, aber sie können die Bedeutung nicht allein entscheiden. Das letzte Wort haben immer die Experten, die Restauratoren, die die Scans gemacht haben, die Kuratoren, die wissen, welche Bereiche original sind, und die Kunsthistoriker, die Jahrzehnte mit diesen Werken verbracht haben. Das Lesen der Tafel, die Apostel entschlüsseln. Die Namen, die wir heute verwenden, stammen aus einer frühen Kopie des Abendmahls aus der Mitte des 16. Jahrhunderts, bei der jede Figur mit Namen beschriftet war, eine Art alter Spickzettel, der späteren Generationen half, den Überblick zu behalten, wer ist. Stellen Sie sich nun vor, Sie stehen vor der Wand und betrachten die Szene von links nach rechts. Die 3 Männer am äußersten linken Rand, Bartholomäus, Jakobus der Jüngere und Andreas, fallen als erste ins Auge. Sie alle reagieren auf denselben plötzlichen Moment, den schockierenden Satz Jesu, dass einer von ihnen ihn verraten werde. Bartholomäus lehnt sich vor, die Augenbrauen hochgezogen. Jakobus der Jüngere sieht halb aus, als wollte er aufspringen, und Andreas hebt beide Hände, als wollte er die Welt anhalten. Zusammen wirken sie wie eine Welle, die sie gerade getroffen hat, jeder auf seine Weise, unfähig, das Geschehene wirklich zu verarbeiten. Schieben Sie den Blick eine Gruppe weiter, und die Stimmung verdüstert sich. Hier sitzt Judas. Er ist der Einzige, der sich zurücklehnt, statt vorzubeugen, Schultern angespannt, Kinn gesenkt. In frühen Kopien des Gemäldes und in hochaufgelösten Fotos heute erkennt man deutlich den kleinen Beutel, den er in der rechten Hand hält, ein leises Signal dessen, was kommen wird, die 30 Silberlinge, die er für den Verrat an seinem Lehrer nehmen wird. Leonardo hebt es nicht hervor, er lässt es flüstern. Noch subtiler ist ein anderes Zeichen. Nahe Judas rechter Hand steht ein umgestoßenes Salzfass. Viele übersehen diese Kleinigkeit, doch Kunsthistoriker vergessen sie nie. In alten Kulturen galt verschüttetes Salz als Zeichen gebrochenen Vertrauens. Es gibt sogar ein altes Sprichwort aus der Region über das Verraten des Salzes, also den Verrat an dem, der einen gespeist hat. Dass Judas das Salz umstößt, ist kein Zufall. Es ist eine Botschaft. Die Bindung hat bereits zu brechen begonnen. Direkt neben Judas sitzt Petrus, pure Anspannung und Instinkt. Sein Körper stößt vor, das Gesicht hart und entschlossen, als hätte er bereits entschieden, was als nächstes zu tun ist. In seiner rechten Hand, halb verborgen in den Falten des Tischtuchs, hält er ein kleines Messer. Bei flüchtigem Hinsehen übersieht man es leicht, doch sobald man es entdeckt hat, kann man es nicht mehr übersehen. Diese Klinge ist Leonardos erzählerischer Kniff. Sie deutet voraus auf den Moment später in der Nacht im Garten, als Petrus zuschlägt und einem Soldaten das Ohr abschneidet. Das Messer zeigt weg vom Zentrum, eine Geste fehlgeleiteter Verteidigung, ein visuelles Zeichen dafür, wie bald Emotion die Vernunft überlagern wird. Eingeklemmt zwischen diesen beiden, dem Verräter und dem Beschützer, sitzt ein junger Mann mit weichen Zügen und gesenkten Augen. Diese Figur hat mehr Debatten ausgelöst als jede andere im Gemälde. Traditionell gilt er als Johannes, der jüngste Jünger, der im Evangelium als besonders Jesus nahe beschrieben wird. Leonardo malt ihn bartlos, mit langem Haar und sanftem Gesicht. Sein Körper lehnt sich leicht, als hätte die Trauer ihn bereits erreicht. Für moderne Augen wirkt er vielleicht feminin, doch das liegt an der Art, wie Renaissance-Künstler jugendliche Männer darstellten.
In jener Zeit malten sie junge Jünger oft mit glatten Gesichtern und weichen Linien, um Reinheit und Unschuld zu symbolisieren. Leonardo verwendete diesen Typus wiederholt in seinen Zeichnungen, Gesichter, die Ruhe statt Alter tragen. Nun halten wir am Zentrum inne. Christus sitzt ruhig und unbewegt, die einzige stabile Figur im Sturm. Seine Arme breiten sich natürlich entlang des Tisches aus, und die gesamte Geometrie des Raums führt direkt zu ihm. Doch wir bleiben noch nicht im Zentrum, wir wandern weiter zur nächsten Dreiergruppe. Direkt neben ihm sitzen Thomas, Jakobus der Ältere und Philipp. Diese Gruppe wirkt wie ein Streit, der in der Luft hängt. Thomas zeigt mit dem Finger nach oben, ein Zeichen des Fragens. Jakobus wirft beide Hände hoch, als forderte er eine Antwort. Philipp lehnt sich vor, die Handflächen offen, flehend um Klarheit. Weiter nach rechts wandert der Blick, und die Szene beruhigt sich wieder. Die letzten drei Figuren, Matthäus, Judas Thaddäus und Simon der Zelot, bilden den abschließenden Rhythmus. Sie wenden sich leicht einander zu, Hände mitten im Gespräch, Gesichter, in denen der Schock bereits in Analyse übergeht. Matthäus dreht sich nach innen, als gäbe er weiter, was er gerade gehört hat. Thaddäus' Stirn runzelt sich beim Zuhören, und Simon, älter und gefasst, nimmt das Gespräch mit ruhiger Gelassenheit auf. Diese äußere Dreiergruppe bringt die gesamte Komposition wieder ins Gleichgewicht. Die Szene beginnt mit Überraschung, steigert sich durch Verwirrung und endet in nachdenklicher Debatte. Es ist, als beobachtete man Wellen, die sich vom Aufprallpunkt ausbreiten, bis sie am fernen Ufer verebben. Nun zu jenem jungen Gesicht neben Petrus, das so viele Menschen für Maria Magdalena halten und nicht für Johannes. Diese Behauptung explodierte nach einem bestimmten Roman, der daraus Schlagzeilengerede machte. Die Theorie klingt dramatisch. Leonardo habe heimlich Maria neben Christus gemalt, um auf eine verborgene Beziehung und eine vergrabene Blutlinie hinzuweisen. Es ist saftig, es verkauft sich. Doch bei genauer Betrachtung der Beweise hält die Idee nicht stand. Die jugendlichen Züge des Jüngers entsprechen genau den Renaissance-Konventionen für den jüngsten männlichen Apostel. Die frühe beschriftete Kopie aus dem 16. Jahrhundert nennt ihn Johannes. Jede bekannte Werkstattkopie von Leonardos Schülern zeigt dieselbe jugendliche, bartlose männliche Figur an dieser Stelle. Keine Version aus seiner Zeit ersetzt ihn durch eine Frau. Infrarotscans der Wand zeigten, dass die Unterzeichnung, die ursprüngliche Zeichnung unter der Farbe, demselben Plan folgt. Ein männlicher Jünger, kein weiblicher. Eine weitere frühe Kopie, die großformatige Version in der Abtei Tongerlo in Belgien, liefert weitere Hinweise. Multispektrale Bildgebung und Infrarotreflektographie zeigten dort subtile Unterzeichnungen und Pigmentspuren, die Leonardos Stil eng entsprechen. Manche Forscher glauben sogar, dass der Meister selbst Teile davon vollendet haben könnte. Ob wahr oder nicht, die Gesichter, Gesten und Anordnung wiederholen exakt das Muster des Mailänder Wandgemäldes. Die Reihenfolge, die wir heute kennen, wurde nicht später erfunden. Sie stammt direkt aus der Werkstatt, die das Original noch frisch sah. Während wir Mythen aufräumen, gibt es noch eine weitere Gerüchttheorie, die Schlagzeilen machte: die Musiknotentheorie. 2007 schlug der italienische Musiker Giovanni Maria Pala vor, eine 5-Linien-Notenlinie über den Tisch zu legen. Die Positionen von Händen und Brotstücken ergäben dann musikalische Noten. Von rechts nach links gelesen ergäbe das angeblich ein 40 Sekunden langes Stück, eine Art geheime Hymne in Farbe. Es ist ein unterhaltsamer Gedanke und klingt genau nach etwas, das ein Renaissance-Polymath tun könnte. Doch es gibt keinen Beleg, keine Skizze, kein Brief, kein Notizbucheintrag Leonardos deutet darauf hin, dass er je so gearbeitet hat. Bleibt man bei den Fakten, Namen, Gesten, Requisiten, enthält die Szene bereits genug kodiertes Erzählen, ohne zu einem Rätsel werden zu müssen. Hier nimmt die Geschichte eine neue Wendung. Frühere Mythen entstanden, weil Menschen Muster selbst entdeckten. Heute übernimmt künstliche Intelligenz diese Rolle. Mithilfe fortschrittlicher Scans, Schichtbildgebung und Daten aus allen frühen Kopien haben Forscher bereits KI eingesetzt, um nachzuvollziehen, was Leonardo wirklich unter der Oberfläche plante. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß! Klickt auf eine der Karten auf dem Bildschirm, um ein weiteres Video anzusehen. Vergesst nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren.